Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu We Are Musical Talk Time. Auch heute habe ich mir wieder einen besonderen Gast zum ganz persönlichen Gespräch eingeladen. Ich freue mich wirklich sehr, dass er da ist, aus unserer Catscast. Herzlich willkommen, Felix Martin. Vielen Dank für die Einladung. Erstmal vorweg, wir bleiben heute auf Distanz. Wir halten den Abstand und wir sind beide getestet. Ja. Deshalb dürfen wir ausnahmsweise ohne Maske sprechen. Felix, du stehst seit Jahrzehnten auf der Bühne praktisch jeden Abend. Ja. Jetzt geht das nicht mehr. Alle Kulturinstitutionen sind geschlossen. Wie geht es dir damit? Wie hast du diesen Lockdown erlebt? Also ich kann mich noch erinnern, 2020 im Februar, wo wir gespielt haben, noch volles Programm. Eine Zuschauerin saß mit einer Maske, eine schwarze Maske. Und man dachte, naja, ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, das ist ja noch so weit weg. Ja, obwohl es doch schon sehr nah war. Ja, und was war dann? 4 Wochen später haben wir hier ein abruptes Ende, wie überall bei den Veranstaltungen gehabt. Und wie war das? Es war einfach, erstmal war es surreal. Ja? Von 100 auf 0 runtergefahren, ohne Ansage, war für alle doch sehr speziell und dann herausfordernd. Also war eine schwierige Zeit auch für alle, sich damit erstmal auseinanderzusetzen, was jetzt ja, passiert weil ist. Man dachte ja erst, okay, es ist ein paar Tage, müssen wir jetzt hier alles ruhen lassen und Quarantäne und dann geht's weiter. Dann ja, ein paar Wochen, dann plötzlich waren wir bei 3 Monaten und dann wurde es immer länger und wir wissen ja auch, wie lange es dauert. Wissen wir jetzt auch noch nicht genau, aber und das wusste man damals alles nicht im März 2020. Man dachte, gut, geht schon bald wieder weiter und dann herauszufinden, immer in diesem Ja, Nein, Ja, und es war dann ja eigentlich immer Nein, dass wir zurück auf die Bühne kommen, war schon besonders. Ja. Erinnerst du dich an den Moment, wo dir klar war, okay, es sind nicht nur ein paar Wochen, das ist eine größere Sache? Ja, das war vielleicht so nach 2 Monaten. Da war was in mir, was, ja, wo ich dachte, wo geht es jetzt hin? Ja? Wo geht es mit allem hin? Wo geht es mit mir hin? Naja, und dann kam mal die Phase, wo man sich ein bisschen damit abgefunden hat. Ich bin wieder nach Berlin. Du pendelst eigentlich, wie ist das jetzt in Zeiten von Corona? Nicht einfach. Da muss man immer aufpassen. Also weil sich die Regelungen auch immer so verändern. Natürlich muss man einen frischen Test haben. Jetzt muss man aber noch eine Bestätigung haben, dass man reist, mit welchem Zug man reist. Und eine Bestätigung vom Theater, dass man hier arbeitet und da muss man auch wieder zurückkommen und da muss man sehr aufpassen. Es ist ja, man muss sich daran gewöhnen und wahrscheinlich werden wir damit noch lange leben. Das ist jetzt die neue Realität. Ja. Aber du warst nicht untätig, du hast ganz viel gemacht im Lockdown, hast dich als Handwerker betätigt. Ja. Zum ersten Mal? Ja, zum ersten Mal. Und also mein Mann und ich haben unsere Berliner Wohnung da mal so angeschaut und wo dann alle Fotos auch sortiert waren, was man denn so erstmal gemacht haben und so eine Kuschelecke. So, jetzt machen wir diesen Raum vollkommen neu. Ja? Haben wir die Tapeten abgezogen. Wir wollten eine schöne glatte Wand haben, darunter war aber ganz uneben. Dann haben wir eine Spachtelmasse angerichtet, ich mit dem Spachtel auf der Leiter und das war sehr uneben. Das habe ich erst mit der falschen Hand angefangen, weil das im Video ein Linkshändler war. Ich bin Rechtshändler, aber das haben wir dann gemacht. Also es war schon spannend, wir haben uns da eingefuchst. Wir hatten 2 Tage geplant, es waren dann knapp 2 Wochen, aber kam eine schöne, tolle graue Farbe drauf. Es ist dann gelungen irgendwie. Wir sind ganz glücklich. Es klingt auf jeden Fall sehr professionell. Ganz neue Erfahrung. Und habt ihr auch viel gekocht? Viele haben ja das Kochen neu entdeckt für sich. Mein Mann hat schon immer gekocht. Ich habe ihn jetzt assistiert und zum ersten Mal Linzer Torte, sogar eine Sachertorte haben wir gemacht. Ach. Ja, also es schmeckt wunderbar. Die Glasur ist doch nicht ganz so glatt wie die Originalsache, aber wir sind dran. Du hast auch ein Stück geschrieben, zum ersten Mal in dieser Zeit. Wie kam das? Ja, ich habe das schon vorher angefangen und dann ist es natürlich schwer, in unserem Ensuite-Betrieb dabei zu bleiben. Und jetzt hatte ich eben die Zeit. Habe da ein Stück angefangen über eine sehr berühmte, beliebte Persönlichkeit, ein deutscher Künstler, so ein Allrounder, der auch in Österreich und besonders auch in Wien sehr, sehr beliebt und populär war. Da habe ich mich hingesetzt, Dialoge geschrieben, die Musik gibt es schon, teilweise Liedtexte neu geschrieben
Und so sein ganzes Leben so in Stationen schreibe ich da über ihn ein Stück mit viel Musik. Aber jetzt möchten wir natürlich doch alle wissen, wer ist diese Persönlichkeit? Ja, und das werde ich nicht sagen, weil ich habe Angst, dass mir wieder jemand wegschnappt. Aber ein Musical auch? Auf jeden Fall es ist ein Musik. Musical, es ist mit seiner Musik geschrieben. Und wie war es für dich, dich anders auszudrücken, das zu schreiben? Schön. Also es hat ja, ich habe mir gedacht, wie würdest du die Geschichte auf der Bühne sehen? Und was interessiert dich daran? Was würdest du gerne sehen? Und so habe ich dann ganz klein angefangen und habe mich da richtig reingesteigert und richtig reingetaucht in die Materie. Und es hat ja sehr viel mit Theater, mit Musik zu tun, mit Show, mit Entertainment. Und das ist ja eigentlich genauso mein Ding. Du hast gesagt, Theater ist mein Lebenselixier. Ja. Das hat mir gut gefallen. Na, das wird einem, oder wurde mir sehr schmerzlich bewusst natürlich, als wir dieses abrupte Ende hier hatten letztes Jahr. Was fehlt mir wirklich? Und da ist ein ganz, ganz großer Teil das Theater, die Kollegen, die Geschichten, die wir erzählen und natürlich das Publikum. Ja, weil dieser Austausch an Energie mit dem Publikum, dieses Live-Entertainment, das ist ja mit nichts zu ersetzen und auch lebensnotwendig, was ich manchmal ein bisschen sehr schade finde, dass gerade am Anfang dieser Pandemie das sehr eigentlich überhaupt nicht beachtet wurde. Jetzt langsam gibt es so doch klein Licht bringt, dass man sagt, Mensch, die Kultur bringt ja nicht nur die Leute ins Theater, sondern das hat ja so viel mit anderen Sachen zu tun, mit der Gastronomie, mit Reisen. Aber glaubst du, dass das manchmal unterschätzt wird, dass Ja. Theater auch ein Wirtschaftsfaktor ist? Ja, ich glaube, langsam wird es jetzt bewusster. Aber am Anfang dachte man, ja, das existiert für sie gar nicht, für die Verantwortlichen. Und ich hoffe, dass wir daraus gestärkt auch nach der ganzen Geschichte da rausgehen und ein bisschen selbstbewusster auch sehen, was wir für eine Wirkung haben und wie wichtig wir sind. Hat dich das überrascht, dass Theater am Anfang gar nicht vorkam in diesen Ja, total. Presseerklärungen? Eigentlich hat es auch wütend gemacht und sind wir die ganze Zeit so eingestuft worden, dass wir dann überhaupt nicht auftauchen auf einmal. Und es gibt jetzt ein paar Politiker, die das schon sehen, aber es hat lange gedauert, bis wir mal auf dem Trapez standen und sagen, hallo, bis wir bemerkt wurden und auch was für Schicksale in manchen Künstlerbiografien jetzt vorgehen. Aber schaust du zuversichtlich in die Zukunft? Glaubst du, das Theater wird überleben? Ja, also da bin ich wirklich, versuche ich zuversichtlich zu bleiben. Es hieß ja auch immer durch die ganzen Zeiten, wie lange gibt es das Theater? 1000 Jahre oder dann Musiktheater, Oper. Was hieß es immer bei der Oper? Die Oper ist tot. Jahrzehnte hörten wir das immer. Die Oper überhaupt nicht tot, die lebt. Musical auch. Na, jetzt ist der Musical-Run beendet. Nix. Die Leute lieben das Musical. Es gibt, glaube ich, immer mehr. In einem Raum sitzen, genau auch hier im Ronner haben wir ja kein Orchestergraben. Und es ist so nah, man spürt das Publikum, die Reaktion, auch die Begeisterung. Und das ist jeden Abend auch anders. Ja? Das setzt sich ja immer anders zusammen. Man ist auch immer selber drauf. Am Abend anders. Und da gibt es eine Magie. Das geht nur live, ne? Das geht nur live und das wird nicht zu ersetzen, auch wenn man mit Livestreaming jetzt aber das ist nicht dasselbe. Und deswegen ist es sehr schmerzlich, dass jetzt in unserem Bereich alles momentan stillsteht. Aber wir bleiben zuversichtlich und wir wissen, irgendwann wird es auch wieder Theater geben. Ja. Felix, wir haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten, Fragen zu schicken. Die liegen hier vor uns auf dem Tisch. Das habe ich schon gehört. Ich weiß selbst nicht, welche Frage in welchem Umschlag ist. Ja, ich Und suche jetzt einen wollte dich raus. bitten, genau, eine rauszuziehen. So. Ach, Ich war. Ja, Na, du ist ein liest bisschen sie mir Spannung vor. auch, oder? Bin gespannt. Ja, bist du gefasst? Was machst du, wenn du während der Vorstellung nicht auf der Bühne bist? Also hier ich schminke mich um. Ja? Weil ich habe ja 2 Rollen, muss mich aber 4-mal umschminken mit Perücken. Und da bleibt gar nicht viel in die Garderobe zu gehen, außer in der Pause. Aber da schminke ich mich auch als Gast, der Theatergater, neue Perücke.
Und ich habe da nicht viel Zeit in der Garderobe. Trotzdem habe ich es mir da hübsch gemacht und bei Doppelvorstellungen ruhe ich mich da aus. Aber während der Show bist du immer im Einsatz bei Cats? Ja, ich keine bin da, Pause? Nein. Du hast uns auch einen Song mitgebracht heute. Ja. Welcher Song ist das? 97, da habe ich hier den Tod gespielt. In Elisabeth, damals noch im Theater in der Wien, und durfte bei der Welturaufführung dabei sein von Tanz der Vampire mit Steve Barton als Krolog. Und damals habe ich mir schon gedacht, Mensch, das wäre meine Rolle. Dann habe ich sie gespielt in Hamburg. Also dieser Traum ist dann in Erfüllung gegangen als Alternate über 2 Jahre. Und daraus habe ich einen Song mitgebracht. Eine Einladung. Leider keine Einladung, die würdest du sicher gerne auch aussprechen, dass man wieder hier in Strömen ins Theater kommt. Das kommt aber wieder, sondern eine Einladung zum Ball. Wir hören Felix Martin mit Einladung zum Ball aus dem Musical Tanz der Vampire. Viel Spaß. Guten Abend, hab vor mir keine Angst. Ich bin der Engel, nach dem du verlangst. Das Warten ist bald vorüber, denn ich lade dich ein. Beim Ball des Jahres tanzen wir durch die Nacht, bis deine Sehnsucht eine Frau aus dir macht. Oder willst du lieber, dass alles bleibt so wie es ist? Glaubst du, das wäre dir genug? Ich denke mir, das wäre nicht genug. Willst du lieber beten, bis du grau und bitter bist? Glaubst du, das wäre dir genug? Du weißt genau, das wäre dir nicht genug. Sie warnten dich vor Sünde und Gefahr, aber du hast immer schon geahnt, dass ihre Sicherheit ein großer Schwindel war. Es war alles gelogen, was man dir versprach. Jeder hat dich betrogen, wenn er dich bestach. Doch ich geb dir, was dir fehlt, eine Reise auf den Flügeln der Nacht, in die wahre Wirklichkeit, in den Rausch der Dunkelheit. Mach dein Herz bereit, ich lade dich ein zum Mitternachtsball. Ich geb dir, was dir fehlt, eine Reise auf den Flügeln der Nacht, um dem Alltag zu entfliehen, in den Rausch der Fantasie. Es ist bald soweit, ich lade dich ein zum Mitternachtsball. Zum Ball. Felix Martin mit Einladung zum Ball aus dem Musical Tanz der Vampire. Am Piano begleitet von Peter Biro. Felix, vielen herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Sehr gerne. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Sollten Sie es noch nicht tun, folgen Sie uns doch gerne auf Social Media. Dort können Sie diese und auch andere Folgen gerne nachschauen, wenn Sie Lust haben. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.